Immer wenn ich im Internet unterwegs bin und sehe, wie Leute nach Anime-Empfehlungen fragen, gibt es eine bestimmte Aussage, die man immer wieder zu lesen bekommt. Hey Leute, könnt ihr mir vielleicht ein paar coole Anime empfehlen? Genres sind mir eigentlich egal. Naja, bis auf Mecha vielleicht. Aber warum ist das so? Wieso gibt es so viele Menschen, die Mecha nicht gut finden? Ist das Konzept von riesigen Kampfrobotern, die kämpfen, nicht super cool? Und ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass es gewisse Mecha-Anime gibt, die trotz ihres Genres sehr beliebt sind. Vor allem Code Geass, Neon Genesis Evangelion und Tengen Toppa Gurren Lagann. Das ändert aber nichts daran, dass die meisten Anime-Fans bei der bloßen Erwähnung des Wortes Mecha schon argwöhnisch werden. Ich finde diese 3 Anime auch alles andere als schlecht. Evangelion gehört sogar zu meinen absoluten Favoriten. Allerdings gefällt es mir gar nicht, dass diese 3 Serien auf ein so hohes Podest gestellt werden und alle anderen Mecha quasi als Abfall abgestempelt werden. Oder dass Fans dieser Serien sich immer versuchen zu rechtfertigen, warum sie denn so etwas mögen und dabei indirekt das ganze Genre runtermachen. Dann heißt es immer, das sind ja auch keine typischen Mecha oder da geht es auch nicht um die Roboter, sondern um die Geschichte und die Charaktere. Dabei verstehen diese Leute nicht, dass es in jedem Mecha um die Charaktere geht. So habe ich zum Beispiel mal bei einem größeren deutschen Anime-YouTuber gehört, dass Evangelion angeblich der erste Mecha-Anime sei, in dem es nicht nur darum ging, dass Roboter sich gegenseitig kaputt machen. Diese Ignoranz und dieses ganze Halbwissen haben mich dazu inspiriert, ein Video über dieses besondere Genre zu machen und darüber zu sprechen, was es für Klischees und Vorurteile über Mecha gibt und dann mit euch zusammen durchzugehen, ob diese denn tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Ich habe mich dabei an Aussagen orientiert, die ich schon öfters gehört oder im Internet gelesen habe. Am Ende des Videos werde ich euch auch noch ein paar Empfehlungen geben, mit welchen Mecha-Anime man als Genre-Neuling meiner Meinung nach am besten einsteigen kann. Bleibt also bis zum Schluss dran. Bevor ich allerdings mit meinem Essay beginne, muss ich noch einmal kurz erklären, was ich genau mit Mecha eigentlich meine. Mecha ist ein Genre, in dem Roboter eine große Rolle spielen und das meistens in einem futuristischen Sci-Fi-Setting. Nur für dieses Video beziehe ich mich aber ausschließlich auf Anime, in denen auch tatsächlich Roboter von Piloten gesteuert werden. Anime wie Ghost in the Shell oder Astro Boy, in denen zwar Roboter vorkommen und die deswegen auch auf manchen Websites als Mecha eingestuft werden, werde ich in diesem Video also nicht behandeln. Mecha? Das ist doch sowas Kindisches wie Power Rangers oder Transformers. Okay, zuerst einmal muss ich hier ein bisschen was über die Geschichte der Mecha-Anime erzählen. In den 60er und 70er Jahren war es tatsächlich so, dass Mecha sich hauptsächlich an kleine Kinder gerichtet hatte. Tatsächlich waren zu dem Zeitpunkt Anime mit einer älteren Zielgruppe nicht gerade die Norm. Natürlich gab es auch schon damals solche Anime wie Ashita no Joe, Lady Oscar oder Space Battleship Yamamoto, aber sowas waren nun mal eher Ausnahmen anstatt die Regel. Die Regel waren nun mal eher absurde Superhelden- oder Riesenroboter-Serien. Aber der Anime, der düstere und auch etwas anspruchsvollere Serien erst einmal salonfähig in Japan gemacht hat, war der allererste Mobile Suit Gundam Anime von 1979. Gundam war nämlich anders als andere Mecha-Anime zu der Zeit. Es hatte einen militärischen und vergleichsweise komplexen Plot, wie man es vorher noch nicht gesehen hatte. Tatsächlich hat Gundam eine Art Spaltung im Genre verursacht. Die alten Prä-Gundam-Mechas galten von nun an als Super-Robot und die ernsten, von Gundam inspirierten Mechas galten als Re-Robots. Davon mal abgesehen war Gundam einer der Anime, welche diese Otaku-Kultur, wie man sie heute kennt, mit Cosplays und Conventions, erst einmal ins Leben gerufen hat. Nicht nur das, es wird sogar die Produktion von Hentai auf eine kurze Nacktszene aus der Serie zurückgeführt. Ich erzähle euch das deswegen, weil ich darauf hinaus will, wie stark sich andere spätere Anime an Gundam orientiert haben. Die Art von Anime, unter der sich viele Anime-Fans Mecha vorstellen, wäre also eher Super Robot, zum Beispiel Mazinger Z oder Getter Robo. Nur ist es halt so, dass diese Art von Mecha inzwischen sogar relativ selten geworden ist und die meisten Serien tatsächlich eher in Richtung Gundam gehen. Das heißt, auf die meisten halbwegs neueren Mecha-Anime, außer die sich explizit an Retro-Anime orientieren, treffen diese Klischees schon mal gar nicht zu. Wenn Leute also davon erzählen, wie kindisch Mecha-Anime doch seien, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, dass diese Leute sich Super-Robot-Serien aus den frühen 70ern angeguckt haben, denn nur auf die würden diese Klischees zutreffen, wenn überhaupt. Wenn ich mir allerdings so manche bizarre Aussage zu Mecha-Anime durchlese, würde ich sogar fast sagen, dass es die Art von Anime, die sich Mecha-Hasser unter dem Genre vorstellen, eigentlich überhaupt gar nicht gibt. Ich glaube eher, dass große Roboter zu sehen bei den meisten Anime-Fans Assoziationen an irgendwelche Kinderserien weckt und diese Anime deswegen sofort in eine Schublade gesteckt werden. Ich möchte auch gar nicht zu sehr auf Super Robot Anime herumhacken. Es gibt ja nämlich durchaus einige Vertreter, die ich echt mag. Gurren Lagann gehört ja schließlich auch zu dieser Gattung, wenn auch in stark modernisierter Fassung. Auch wenn Real Robot Anime im Mecha-Genre dominieren, haben sich Super Robot Anime über die Jahre ebenfalls stark weiterentwickelt und sind nicht mehr wirklich mit Sachen wie Mazinger Z oder Volts V vergleichbar. Davon mal abgesehen können teilweise selbst verrückte oder unrealistische Anime mit ernsthaften Thematiken überzeugen. Allerdings erscheint es mir sehr absurd, wenn viele Anime-Fans an Genre kritisieren, das sie höchstwahrscheinlich nie geguckt haben. Und bei Real Robot Serien, in denen es um militärische Schlachten und komplexe Science-Fiction-Plots geht, finde ich den Vorwurf, dass so etwas kindisch sei, nicht wirklich nachvollziehbar.
Um aber mal bei dem Vergleich mit Power Rangers und Transformers zu bleiben. Power Rangers ist eine sogenannte Super Sentai-Serie, eine Reihe von japanischen Superhelden-Serien, in denen die Helden sich verwandeln und unter anderem mit großen Robotern kämpfen. Wäre Power Rangers ein Anime, wäre es definitiv eine Super Robot-Serie und hätte mit modernen Mechas überhaupt nichts zu tun. Bei Transformers ist es sogar noch krasser. Nicht nur, dass sowohl die Filme von Michael Bay als auch die Cartoon-Serie aus den 80ern wegen ihrer absurden Handlung stark in Richtung Super Robot gehen würden. Die Tatsache, dass die Roboter hier tatsächlich sprechen können und die eigentlichen Hauptfiguren der Handlung sind, unterscheidet es sogar noch stärker von typischen Mecha-Anime. Mecha sind unrealistisch und unlogisch. Solche menschenähnlichen Roboter könnte es in echt doch gar nicht geben. Warum benutzen die nicht einfach Panzer oder Flugzeuge? Und wieso kämpfen da eigentlich immer Kinder drin? Auch das ist ein Punkt, den ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Natürlich sind Mecha-Anime nicht hundertprozentig realistisch, aber heißt das, dass die Story deswegen unlogisch ist? Nein, denn wenn die Roboter von vornherein als Teil des Settings etabliert werden, macht das im Kontext des Anime durchaus Sinn. Klar, das kann man nun albern finden, aber viel unlogischer als andere Sci-Fi-Geschichten ist das nun auch nicht. In den meisten Anime nehmen die Mecha die Rolle riesengroßer futuristischer Panzer ein. Die Tatsache, dass diese Panzer eine menschenähnliche Form haben, ist quasi nur für den Coolness-Faktor da. Das heißt aber nicht, dass die Geschichte, die um die Roboterkämpfe gestrickt wurde, deswegen schlecht sein muss. Allerdings ist das so ein Unding, für das die Anime-Community ja schon fast berüchtigt ist, dass man nur auf die Prämisse schaut und nicht auf die Umsetzung, was auch die Popularität von Sword Art Online und ähnlichen Serien erklärt. Man könnte auch genauso gut fragen, warum nur schon in Anime Superkräfte vorkommen oder warum wird in Fantasy-Serien Magie verwendet. Können die Figuren nicht einfach auf realistische Art und Weise kämpfen? Oder besser noch, warum wird überhaupt gekämpft? Können die Charaktere ihre Probleme nicht auf friedlichen Weg lösen? Die Sache ist halt die, dass so etwas nun mal nicht wirklich interessant wäre. Fast jede Geschichte wird durch fantastische Elemente spannender und manchmal kann man dadurch sogar schwierige Themen einem breiteren Publikum zugänglich machen. Und Anime, so wie fast alle anderen Geschichten auch, wollen halt in erster Linie unterhalten. Und gerade die alten Gundam-Serien oder auch so etwas wie Evangelion haben diesen Spagat aus futuristischer Rule-of-Cool-Action und anspruchsvoller Handlung immer ziemlich gut hinbekommen. Man sollte also von der unrealistisch klingenden Ausgangssituation nicht zwangsläufig auch auf eine schlechte Handlung schließen. Was die Sache mit den Kindern angeht, nun ja, es ist tatsächlich auffällig, wie viele Mecha jugendliche Piloten haben. In manchen Anime wie Evangelion oder Space Runaway Ideon wird das sogar in der Handlung erklärt, da in diesen Serien die Maschinen ausschließlich von Kindern gesteuert werden können. In anderen Serien gibt es dafür meistens aber keine Erklärung. Allerdings muss man fairerweise dazu auch sagen, dass es jetzt nichts ist, was man nur aus Mech-Serien kennt. In den meisten Anime und Manga sind die Charaktere auch Kinder oder Jugendliche, selbst wenn das nicht unbedingt logisch zur Handlung passt. Ich denke aber mal, dass es in Mecha-Anime mit militärischen Untertönen besonders negativ auffällt. In Mecha geht es doch um nichts anderes als um Roboter. Das ist mir viel zu unpersönlich. Ich will lieber Anime über echte Menschen mit richtigen Emotionen sehen und nicht solche Blechhaufen. Wie ich bereits schon vorhin erwähnt habe, nehmen in den meisten Mecha-Anime die Roboter die Rolle von Panzern oder einfach riesigen mechanischen Waffen ein. Die Hauptfiguren sind aber nach wie vor die Menschen, welche die Maschinen steuern. In einem Anime über Autorennen sind ja auch nicht die Autos die Hauptcharaktere, sondern die Fahrer. Dabei müssen diese Geschichten nicht einmal im gleichen Genre sein. Escaflowne ist ein Isekai-Fantasy-Shoujo, Pet Labor eine Slice-of-Life-Serie über futuristische Polizisten, Neon Genesis Evangelion eine Art psychologische Charakterstudie über Depressionen und Ängste und Gundam ein Antikriegsdrama im Weltall. Diese Serien haben nur wenige Gemeinsamkeiten, außer eben den futuristischen Maschinen. Die Roboter sind quasi nur ein Werkzeug des Autors, die Geschichte zu erzählen. Dass durch den Einsatz dieser Maschinen also die menschliche Interaktion wegfällt, ist allerdings nur ein Mythos. Trotzdem hält sich das Gerücht, dass diese Anime ja besonders kalt und emotionslos sind, sehr hartnäckig. Schaut euch mal sowas an wie Gunbuster und sagt mir dann nochmal, Mecha-Anime können nicht emotional sein. Davon mal abgesehen bestehen diese Anime ja nicht nur aus Roboterkämpfen. Ich habe bisher noch keinen Mecha gesehen, in dem es gar keine Handlung abseits der Kämpfe gab. So habe ich nämlich mal vor einer Weile ein Review zu dem Anime Gundam Ring of Proxer gelesen. Auf dieser Seite kann man, warum auch immer, die Genres der Anime einzeln bewerten, also wie stark diese jeweils im Anime vertreten sind. Diese Funktion finde ich übrigens vollkommen unnötig, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall hat dieser User dem Mecha-Genre nur eine 2 von 5 möglichen Punkten gegeben. Und wir reden hier von einem Anime, in dem in jeder einzelnen Folge mindestens ein Mech-Kampf vorkommt. Was genau hat sich diese Person von Gundam Wing eigentlich erwartet? Dass die Serie wirklich zu 100% nur aus Roboterkämpfen besteht und es absolut nichts abseits davon gibt? Sowas gibt es doch überhaupt nicht. Und genau das scheint für mich das allgemeine Image von Mecha zu sein, was viele Menschen anscheinend wirklich haben. Diese Aussagen kann ich vor allem deswegen nicht leiden, weil sie einfach einen fundamentalen Mangel an Kenntnis darüber darstellen, was Mecha überhaupt ist. Denn auch in Mecha gibt es Story, Charaktere, Drama, emotionale Momente und so weiter, genauso wie in jedem anderen Genre auch. Deswegen finde ich es immer sehr irritierend, wenn bei etwas bekannteren Mechas wie Code Geass ständig hervorgehoben und gelobt wird, dass es nicht nur um die Roboter geht, als ob das irgendwas Besonderes wäre.
Ich will lieber Serien schauen, in denen es um eigene Fähigkeiten geht, nicht um die Stärke der Maschinen. Außerdem sind die Figuren ja eh nie in Gefahr, wodurch gar keine Spannung aufkommt. Ich denke mal, damit die Kämpfe in Mecha-Anime sich für den Zuschauer richtig anfühlen, muss man die Maschinen eher als Waffe oder sogar als eine Erweiterung des menschlichen Körpers betrachten. Gerade bei sehr übertriebenen Super-Robot-Anime könnte man die Roboter-Auseinandersetzungen als eine Art visuelle Metapher für einen Kampf ums Überleben und die eigene Existenz betrachten. Man braucht hierbei vielleicht einfach ein bisschen Fantasie. Außerdem sollte man diese Kämpfe nicht zu direkt auf das echte Leben übertragen, aber das gilt bei Shonen und anderen Arten von Anime ja eigentlich auch. Davon mal abgesehen müssen die Piloten sich in der Regel sehr wohl Mühe geben, um die Maschinen zu bedienen oder auch taktisch vorgehen, um ihre Gegner zu überlisten. Man darf sich das also nicht so vorstellen, dass die Charaktere einfach auf einen Knopf drücken und der Kampf läuft dann von ganz alleine. Es ist also durchaus das Können der Figuren gefragt. In der ersten Gundam-Serie ist der Pilot Amuro anfangs noch ein totaler Anfänger und überlebt die meisten Kämpfe nur knapp, aber am Ende der Serie beherrscht er den Umgang mit der Maschine dann perfekt. Und den Punkt, dass sich Mecha-Piloten nie verletzen, finde ich auch ziemlich unsinnig. Wenn ein Mecha von einem heftigen Stoß getroffen wird, verletzt sich die Person da drin natürlich auch. Außerdem sind gerade in Real-Robot-Serien die Maschinen alles andere als unzerstörbar. Fliegt die Maschine in die Luft oder wird zerquetscht, dann wird der Pilot das sicher nicht überleben, außer man wird vorher mit Hilfe eines Sicherheitsmechanismus ausgestoßen. In vielen Super-Robot-Anime ist es sogar so, dass der Roboter quasi mit dem Menschen verschmolzen ist, also alle Schmerzen werden automatisch auf den Piloten übertragen. Zum Beispiel gibt es sowas Ähnliches auch bei Evangelion. Mecha-Anime sind doch alle uralt und fürchterlich animiert. Okay, ganz ehrlich, das stimmt sogar leider zum Teil. In den 80ern waren Mecha nun mal das Genre schlechthin, aber über die Jahre ist es halt viel unbeliebter geworden. Vielleicht liegt es daran, dass in unserer heutigen Zeit die Vorstellung von futuristischen Maschinen einfach nicht mehr ganz so reizvoll ist wie früher. Vielleicht hat sich der Anime-Markt über die Jahre auch einfach zu sehr geändert, denn der Trend ging ja bereits seit einer Weile in Richtung Moe und jetzt in Richtung Isekai. Hinzu kommt, dass viele jüngere Anime-Fans ungern über den Tellerrand drüberblicken und auch mal Dinge gucken wollen, die sie so nicht kennen. Und wenn jahrelang keine guten Mecha-Anime rauskommen, dann ist es auch kein Wunder, dass viele Leute überhaupt gar keinen Kontakt dazu haben. Es kommt zwar nach wie vor Mecha-Anime raus, aber wenn es sich dabei nicht um einen Nachfolger oder einen Teil eines alten Franchises handelt, wie zum Beispiel Gundam, Macross oder Evangelion, dann sind es meistens trashige Ecchi- oder Harem-Serien mit Robotern oder Serien mit fürchterlichem CGI, welche man eigentlich keinen Menschen zumuten sollte. Dadurch entsteht natürlich der Eindruck, dass alle Mecha-Anime richtig alte Serien sind. Ich persönlich habe absolut kein Problem damit, ältere Anime anzugucken, aber vielen anderen Anime-Fans geht das halt ganz anders, was das Empfehlen von vielen Klassikern natürlich erschwert. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch für ein paar Mecha-Anime begeistern kann, auch wenn manche davon schon etwas älter sind. Dabei habe ich darauf geachtet, dass diese Anime nicht zu lang sind und möglichst zugänglich für Neulinge sind. Falls ihr aber schon sehr viele Anime geguckt habt, werdet ihr diese von mir genannten Anime aber höchstwahrscheinlich bereits kennen. Evangelion, Gurren Lagann und Code Geass kennt ihr sicher bereits, darum werde ich auf diese drei auch nicht weiter eingehen. Fangen wir mit zwei OVAs aus dem Gundam-Universum an. Gundam War in the Pocket und Gundam AIM-MS Team. Diese beiden Anime gelten unter Gundam-Fans als absolute Klassiker. Aber keine Sorge, beide haben nur eine Handvoll Episoden und können eigentlich komplett ohne Vorkenntnisse geguckt werden. Was diese beiden OVAs so besonders macht, ist aber nicht nur die überschaubare Länge, sondern auch wie vergleichsweise realistisch die beiden gehalten sind. Ganz ohne übernatürliche Kräfte, wie man es aus den meisten Gundams gewohnt ist. Dabei erzählen die beiden sehr unterschiedliche Geschichten. War in the Pocket wird aus der Sicht eines kleinen Jungen erzählt und zeigt, wie sich die Kriegssituation auf Zivilisten auswirkt. Ebenfalls besonders ist, dass hier der Protagonist selber gar kein Mecha-Pilot ist, sondern lediglich Zuschauer. War in the Pocket hat vergleichsweise wenig Mech-Action, weshalb ich diese OVA vor allem Leuten empfehlen würde, die von Roboterkämpfen noch eher abgeneigt sind. Gundam AIM-MS Team ist quasi das exakte Gegenteil. Dieser Anime ist ziemlich actiongeladen und wird aus der Sicht von einer Gruppe Soldaten erzählt, die direkt an der Front kämpfen. Besonders hierbei ist, dass fast alle Gefechte im Urwald statt im Weltall stattfinden und hier stark auf Survival-Taktiken gesetzt wird. Wenn euch diese beiden Anime aber viel zu alt sind, könnte ich eventuell noch die ONA Gundam Thunderbolt empfehlen, welche erst vor kurzem rauskam und absolut spektakuläre Kampfsequenzen hat. Allerdings eine etwas dünne Story. Da der Thunderbolt Manga aber noch läuft und es unklar ist, ob die Serie eine weitere Staffel bekommt, kann ich diesen Anime nicht 100% uneingeschränkt empfehlen. Behaltet ihn aber ruhig trotzdem im Hinterkopf, falls ihr etwas Kurzes mit guter und nicht ganz unblutiger Action sehen wollt. Eine weitere kurze OVA, die ich empfehlen kann, ist der von mir bereits erwähnte Anime Gunbuster, sowie das Sequel Diebuster. Gunbuster könnt ihr euch fast wie die 80er-Jahre-Version von Gurren Lagann vorstellen. Kein Wunder, denn es handelt sich hierbei um ein früheres Werk von Hideaki Anno und deswegen sind auch manche Figuren sehr ähnlich, wobei es auch einige Parallelen zu Evangelion gibt. Die 6 Folgen lange OVA erzählt die Geschichte von Noriko, welche eine Roboterpilotin werden möchte und im Weltall nach ihrem verschollenen Vater suchen will. Dabei kämpft sie in ihren Mecha, den titelgebenden Gunbuster, gegen Außerirdische.
Die ersten paar Folgen finden noch auf der Erde statt und parodieren stellenweise das Shoujo-Sportdrama Ace wo Nerai, daher auch der volle Titel der OVA, Top wo Nerai Gunbuster. Die zweite Hälfte entfernt sich dann aber davon und wird mehr zum Sci-Fi-Abenteuer. Das Hauptthema später des Anime sind Zeitsprünge, da die Kämpfe bei Lichtgeschwindigkeit stattfinden und somit alles wie im Zeitraffer abläuft. Nur für Noriko und die anderen Piloten fühlt es sich wie normal an. Das führt dazu, dass alle anderen Menschen immer älter werden und nur unsere Hauptfigur jung bleibt. Ich will, was das angeht, nicht zu viel verraten, aber gerade das Ende der OVA ist unheimlich emotional und wahnsinnig gut inszeniert. Gunbuster hat sogar tatsächlich mein Lieblings-Anime-Ende überhaupt. Allerdings können die ersten paar Folgen noch etwas träge sein, aber da der Anime eh nicht so lang ist, glaube ich, ist das auch nicht ganz so schlimm. Die letzte Empfehlung ist eigentlich gar nicht mal so einsteigerfreundlich, aber da ich ansonsten wahrscheinlich kaum dazu kommen werde, jemals über diesen Anime zu sprechen, mache ich es einfach jetzt. Space Runaway Ideon ist eine 1980 erschienene Mecha-Serie von Yoshiyuki Tomino, dem Erfinder von Gundam. Die Serie hat, ähnlich wie Evangelion, ein alternatives Ende in Form eines Films, nämlich Space Runaway Ideon Be Invoked. Der große Unterschied zu Eva ist allerdings, dass bei letzterem sowohl die Serie als auch der Film ziemlich super sind. Aber bei Ideon ist die Serie echt nicht so toll und nur Hardcore-Retro-Fans, wie zum Beispiel mir, zu empfehlen. Der Film ist aber einfach nur großartig und sollte meiner Meinung nach von mehr Leuten geguckt werden. Damit ihr euch nicht durch Ideon durchquälen müsst, könnt ihr euch einfach den Film Ideon A Contact angucken, welcher eine Zusammenfassung der Serie ist. Der Film ist allerdings nochmal um einiges schlechter als die Serie und im Endeffekt nur dazu da, um euch auf Be Invoked vorzubereiten. Aber worum geht es in Ideon eigentlich? Die Geschichte handelt von einer Gruppe von Menschen, welche auf der Flucht vor Außerirdischen, den sogenannten Buff-Clan sind, und mit dem Roboter Ideon gegen die Mechas der Aliens ankämpfen. Mit der Zeit wird aber enthüllt, dass Ideon eine Art antike Gottheit mit einem eigenen Wesen ist und sich nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt kontrollieren lässt. Der Kampf zwischen den Menschen und dem Buff-Clan nimmt dann in Be Invoked apokalyptische Ausmaße an und endet in einem ziemlich düsteren und quarken Finale. So, das war es jetzt eigentlich auch schon fast mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick über das Mecha-Genre geben und vielleicht das ein oder andere Klischee entkräften. Wahrscheinlich konnte ich niemanden, der dieses Genre wirklich abgrundtief hasst, damit überzeugen, aber ich weiß es auch schon zu schätzen, wenn ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt, dieses Video bis zu diesem Punkt zu gucken. Da das mein derzeit aufwendigstes Video war, würde ich mich auch sehr über Feedback freuen, damit ich weiß, was gut und was nicht so toll an dem Essay war. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und tschüss!